Das lange Warten hat ein Ende. Wir sind angekommen in der Europa League. Unser erstes Spiel bei Dynamo Kiew. Unfassbar. Es ist immer noch nicht zu glauben, dass Preußen Münster auf einer Ebene ist mit unter anderem Dynamo Kiew in der Euro League. Wir haben noch die Tottenham Hotspur unter anderem. Wir haben Galatasaray, Molde, AZ Alkmaar. Also wir haben noch 7 weitere Spiele dann. Und vielleicht geht ja was in Richtung Playoffs, vielleicht direkte Qualifikation fürs Achtelfinale. Da will ich noch gar nicht drüber nachdenken. Ich will das Ganze jetzt hier erstmal genießen. Mit euch zusammen. Natürlich. 2 Jahre lang drauf hingearbeitet. Jetzt nicht wirklich realistisch, aber wir sind da. Mit unserer Truppe. Und die Hymne im Hintergrund. Ich darf sie, glaube ich, nicht ganz abspielen lassen, sonst kriege ich hier einen Strike rein. Deswegen starten wir jetzt rein. Erstes Europacup-Spiel bei Dynamo Kiew. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe nochmal ein paar Regler verändert, ein paar andere Anweisungen manchen Spielern gegeben, weil ich schon das Gefühl hatte, dass wir teilweise ein bisschen zu offensiv standen, vielleicht ein bisschen zu hoch. Deswegen habe ich unter anderem den Verteidigern hier jetzt mal die Anweisung gegeben, auch wirklich hinten dann zu bleiben. Jongwa bleibt auf dem Flügel, der soll also nicht mit in die Mitte ziehen. Wanner dafür zieht mit in die Mitte und bei Nacho Ferri war es tatsächlich so, dass er falsche 9 drin hatte. Deswegen hat er sich auch immer so oft mit nach hinten fallen lassen. Und jetzt bin ich gespannt, was das für Auswirkungen hat auf unser Spiel. Generell, ob ich nochmal ein bisschen was verändern muss. Rogoff spielt auch für Castañeda, der war halt nicht fit. Und ich glaube, fürs nächste Bundesligaspiel werde ich hier auch das dann zum ersten Mal durchwechseln müssen. Das werde ich auch dann öfter machen in der Hinrunde nach unseren ganzen Europa League Spielen. Weil so schnell erholen die sich nicht. Das geht nicht. So, vor ausverkauftem Haus hier. Stadion Olympic. Ich glaube, hier passen 60.000 Leute rein. Ist auch bislang die größte Atmosphäre. Okay, wir haben in Dortmund auch schon gespielt, aber ihr wisst, was ich meine. Auf europäischer Bühne meine ich jetzt. So, und wir haben vielleicht die erste Chance. Ja, Wanner wäre fast da gewesen. So, aber jetzt. Ich kenne von Dynamo Kiew auch leider überhaupt gar keinen, deswegen kann ich zu denen überhaupt nichts sagen. Ich weiß nur, dass die meisten mit Ski hinten aufhören, wie das halt bei Ukrainern so ja, üblich ist. Also hier Trubczynski, Woloschin, Guerrero, ja gut, waren jetzt blöde Beispiele, aber ihr wisst, was ich meine. So, und jetzt die Chance. Außen Wagner, ja, läuft nicht mit. Gut, die haben natürlich jetzt dadurch, dass ich denen gesagt habe, hinten bleiben, müssen wir unser Spiel so ein bisschen verändern. Aber Jongwa bleibt ja auf dem Flügel. Jetzt fehlt Ferri in der Mitte. Jetzt warte ich, dass er da in die Mitte zieht. Jetzt macht das nicht, jetzt ist er da. Und es ist wieder keiner da. Guck mal, die stehen mit 7, 8 Mann. Vorne steht ein einziger von Kiew. Die lassen uns also das Spiel machen. Warum auch immer, weil sie vielleicht denken, wir kommen aus der Bundesliga. Da haben sie aber unseren Werdegang nicht verfolgt. Waren dann mal mit dem ersten Versuch. Ja. Der kann diese Schüsse an die Latte. Und Rogoff macht das gleiche nochmal. Diesmal aber ja, zu zentral. Buskan im Tor. Aber das hätte doch zum Beispiel mal sitzen können. So eine Überraschung mal hier, wenn du früher 1-0 in Führung gehst. Dann kannst du auch international auf dich aufmerksam machen. Aber ich bin gespannt. Auch gegen die anderen Gegner. So, Verteidigung steht erstmal. Ja, hinten Chavez, der hat das im Griff. Der muss das so ein bisschen in die Hand nehmen. Der ist mit seinen 23 Jahren da hinten der Abwehrchef. Neben den Jungen. Gut, Pose weiß ich nicht, wie alt er ist, aber Innenverteidiger. Ne? Chavez, daneben Ishi, der aufgebaut wird. Der auch eine große Karriere vor sich hat, 100%ig. Ja, und dann der Versuch, über die Mitte aufzubauen, aber unnötiger Fehler. Wo ist der Durchbruch? Achtung, Chavez. Oh, den hat er nicht gut bekommen. Ishi grätscht. Chavez kommt nicht ran. Und dann ist Kiew in Führung. Und hier wird das halt auch eiskalt bestraft. Die Fehler, Abspielfehler, Stellungsfehler, die werden direkt bestraft. Und normalerweise schießen die da auch immer, weißt du? Gut, die Parade von Sinamoy ist halt auch geskriptet, mehr oder weniger. Guck mal, normalerweise schießt man doch da. Da geht man doch nicht von aus, dass da nochmal eine Grätsche kommt. Aber das ist halt wahrscheinlich die internationale Erfahrung, die Klasse, die wir einfach noch nicht haben. Woher auch. Und es ist Georgi Tsitsiashvili. Also wahrscheinlich ein Georgier, würde ich mal vermuten. Ja, gut. Aber so wie in der Liga lassen wir uns davon gar nicht unterkriegen. Wir werden auch öfter zurückliegen in dieser Saison. Von daher mache ich da jetzt nicht so einen großen Hehl draus. Wir spielen einfach weiter. Wir hatten ja schon eine gute Chance durch Wanner. Wenn der Ball sich ein bisschen früher senkt, dann führen wir hier 1-0. Aber Achtung, Kiew kommt. Oh, genau das meint ihr. Das ist so unlogisch. Das würde niemand machen.
Niemand würde sich den Ball zweimal so extrem weit vorlegen. Das ist halt der Hammer. Aufgepasst. Nächste Chance von Kiew und das 2:0. Nein. Den habe ich drin gesehen. Da habe ich ehrlich mit gerechnet, dass der Ball reingeht, aber Gott sei Dank nicht. Ja, werden jetzt leider stärker. Also die Führung hat denen leider gut getan. Sind auch im 4-2-3-1, glaube ich, unterwegs. Oh, diese Fehler. Auch mit Ansage. So völlig unnötig. Aus 5 Metern Entfernung muss man doch seinem Mitspieler mal den Ball richtig in den Fuß spielen können. So, Listic. Außen auf Poso. Kommt mit. Der Ball bleibt aber wieder liegen natürlich, weil hier sinnflutartige Regenfälle in Kiew waren. Und den Platz quasi unbespielbar hier machen gefühlt. Und die verschieben natürlich wieder extrem gut. Wenig Platz für uns. Jetzt mal die Lücke. Wanner, gut weitergeleitet. Schade. Oh, wenn der durchkommt auf Nacho Ferri, dann hat er Platz. Dann ist er wahrscheinlich weg. Aber Wagner, genau. Der geht mal voran, gewinnt mal einen Zweikampf. Ja, aber dann wieder das altbekannte Bild in dem Spiel. Leider viele Fehler. Viele unnötige Sachen halt einfach auch. Also die führen jetzt nicht hier, weil sie überragend spielen. Die führen halt einfach, weil wir die zum Tore-Schießen wieder eingeladen haben. Deswegen führt hier Dynamo Kiew und nicht wir. Aber mal gucken. Ist ja noch nicht Halbzeit. Vielleicht nochmal über Wanner. Komm, der ist doch schneller da außen. Aber wir kriegen auch bislang Nacho Ferri noch nicht so ins Spiel rein. Also Dynamo Kiew führt zwar 1:0. Nicht verdient. Davon kann man nicht sagen. Es war halt wieder durch unsere eigene Blödheit. Wie immer eigentlich. Wenn wir Gegentore kassieren, kassieren wir die nur so. Frage ist jetzt natürlich, ob wir umstellen. Hier, da sind schon leicht die Kräfte am Schwinden. Besonders halt bei Listic. Wenn der halt jedes Spiel macht, ist ja klar, dass da halt auch irgendwann mal die Kraft vorbei ist. Ich mache mal ein 4-3-3. Da muss ich jetzt aber erst noch mal gucken, dass sie auch alle da spielen, wo sie spielen sollen. Wagner macht mal hier den Linksverteidiger. Wanner da, Listic da, alles klar. So, dann muss ich es jetzt nur noch aktiviert bekommen. Und ich hoffe, dass es dann noch aktiviert bleibt. So, einmal hier ins Team rein. Da könnte ich auch eigentlich Hikimuglu reintun. Jongwa, das passt soweit. Randall immer noch, da wollte ich Fridtjonsson mal reintun. Na gut, also gehen wir rein. 4-3-3. Andere Formation. Ich hoffe, er hat es auch angenommen. Oder muss ich das hier wieder separat? Naja, natürlich muss ich das separat umstellen. Naja, also, auf geht's. Fokus. Auf Halbzeit 2, wenigstens ein Punkt. Also ich will jetzt hier nicht mit der Niederlage in unsere europäische Reise machen. Also hier rausgehen vom Spiel. Aber wir haben viel Zeit. Wir haben auch die Spieler dazu. Die können das. Die haben das drauf. Das haben wir schon bewiesen. Jongwa könnte. Nee, doch. Könnte. Nee, nein, doch. Abseits. Ja, jetzt werden sie hier natürlich die Lücken haben. Die Chancen auch, denke ich, kriegen. Ja, Ishii verliert den Zweikampf. Das ist auch zu leicht. Das ist zu leicht. Achtung, Chavez mit der Hacke. Dann steht 2-0. Tja, da kannst du mit dem Kopf schütteln. Ja, Ishii im Zweikampf, der sich halt einfach noch nicht so gut behaupten kann, das ist klar. Aber ist halt ein Fehler. Und Chavez, der dann auch irgendwie den Fuß nicht mehr hinbekommt. Und dann natürlich in die Vorlage mit der Hacke. Und dann war aus. Also, dann hätte sie die Uhr nachstellen können, dass der dann reingeht. Das ist Guerrero. Ja, kurz nach der Pause ist natürlich ziemlich bitter. Viel vorgenommen, aber wir haben noch viel Zeit. Aber wir müssen uns halt jetzt auch Chancen rausspielen. Jetzt stehen wir so ein bisschen unter Zugzwang. Rogov, Jongwa über... Oh, nee. Jongwa über außen, aber doch nicht so. 300 km/h da außen den Ball hingespielt. Ja, es ist auch einfach kaltschnäuzig gespielt. Ihr seht hier die großen Lücken, die jetzt Dynamo Kiew hat. Und wenn wir halt nicht in die Zweikämpfe reinkommen, dann kannst du auch kein Spiel gewinnen. Nächste Chance, Listic. Jongwa, der muss außen längs mal die Linie entlang sprinten, so wie Listic jetzt. So, werf mal dahin. Beim Einwurf gibt es nämlich keinen Abseits. Oh, Listic, wo kommt der denn hin? Der sollte auf Ferri übrigens in die Mitte. Hat er leider nicht so ganz hinbekommen. Weiter geht's, nächste Chance. Wanner. Wir haben 1 gegen 1 in der Mitte. Ferri, wo ist er? Ne, kommt nicht ran, aber komm, wir behaupten den,
Den Ball haben wir noch. Da ist wieder Ferry. Halt wieder auch 10 Gegner um sich herum. Schaut euch das an, wie Dynamo Kiew da wieder steht. Was willst du denn da machen? Was willst du denn da machen? Kannst du ja im Prinzip nur Handball hier hin und her spielen und dann mal die Lücke, die da ist, auch mal nutzen. Zumindest für einen Abschluss. Ja, Rogov, der war zwar nicht gefährlich, aber es geht nicht anders. Anders wird es hier heute und auch gegen die anderen Gegner leider nicht gehen. Ob das jetzt gegen Tottenham oder Gott weiß ich gegen wen ist. Oder auch in der Bundesliga. Da hatten wir mal eine Chance. Jong war nochmal auf Außen. Wanner. Oh, der war doch nicht im Abseits. Da müssen sie auch einfach schneller aus dem Abseits kommen. Wo ist hier FC IQ? Guck mal, da trabt er und trabt er. Oh, ist aber auch nur die Fußspitze. Der trabt, der anstatt da raussprintet, direkt aus dem Abseits raus. Nein, lässt sich da wieder Stunden für Zeit. So, jetzt mal. Wir brauchen irgendeine Aktion, die uns wieder zurückbringt ins Spiel. Jetzt vielleicht Remberg. Der kann doch von Weiten schießen, ja. Aber auch im Prinzip nicht so gefährlich. Ich stelle mal aufs 4-1-2-1-2. Ich probiere jetzt hier alles Mögliche aus. Irgendwas muss ja mal klappen. Gegen das 4-2-3-1 von Dynamo Kiew. Und so muss halt der Innenverteidiger mit nach vorne, genau. Nacho Ferry wieder gegen 2 Mann. Das ist halt auch ein Zeichen, wenn sich ein Stürmer so weit hinten den Ball holen muss. Da weißt du, wie das Spiel läuft. Du wirst einfach zugepresst, 2, 3 Mann, das klappt immer alles. Du hast 0 Chancen. Das ist so ähnlich wie gegen Wolfsburg in der Liga. Wobei so extrem finde ich es jetzt hier nicht. Die sind auch gut, ne? Keine Frage, aber Wolfsburg war nochmal ein bisschen extremer, fand ich. Also da ging ja wirklich gar nichts. Guck, da kommen auch solche Rebounds dann wieder an. Die pressen uns einfach sehr, sehr gut zu. Muss man dann halt auch mal so zugeben. Wir kriegen nach vorne hin leider nichts auf die Kette. Jetzt vielleicht mal mit ein bisschen Glück. Wanner hat die Seite jetzt gewechselt. Wo ist ein Ferry in der Mitte? Ich suche Nacho Ferry. Oh, Paul Wanner kann sich da auch nicht durchsetzen. Ihr seht, wir haben noch einige Defizite. Gerade ist ja klar, wenn es ums Internationale geht. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass wir hier von 8 Spielen 8 gewinnen. Aber ihr seht, woran wir halt noch auch zu arbeiten haben. Wanner, Jongwa ist jetzt mal frei, aber es ist wieder jeder gedeckt. Unfassbar. Guck mal, die sind auch immer auf Höhe. Die sind auch immer auf der Höhe. Du hast nicht mal 1-2 Meter Vorsprung. Also das zeigt dieses Spiel hier ganz besonders. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Das finde ich wirklich sehr krass. Na gut, müssen wir abhaken. Wir haben noch 7 weitere Spiele international. Wir versuchen so viele Punkte zu holen, wie es geht. Also wenn wir zumindest unter den ersten 24 landen, dann sind wir ja auch mit in den Playoffs mit dabei. Aber das, wie gesagt, das wird sehr, sehr schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig. Da müssen wir auf jeden Fall bessere Leistungen, ja, guck mal, sogar das klappt, bessere Leistungen abliefern als heute. Ansonsten wird da leider nicht viel gehen. Jetzt spielt Nacho Ferry auf dem Flügel. Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Warum spielt ein Nacho Ferry auf dem Flügel? Oh, und das Menü leckt natürlich auch wieder. Sehr schön. So. Jetzt bringen wir vorne Hikimoglu rein. Haben wir nochmal in der Mitte mit Castaneda außen. Oder innen brauche ich jetzt gar nicht mehr nachdenken. Ich brauche vorne. Vorne brauche ich jetzt mal ein bisschen Durchsetzungskraft. Rogov, nee. Es dauert alles zu lang. Also es gibt nur, ich würde ja auch gerne was Positives sagen, aber es gibt nur Schlechtes. Es gibt heute wirklich nur Schlechtes. Nach vorne geht nichts. Jetzt kriegen wir hinten wahrscheinlich das dritte. Ja, aber es ist international. Da weht ein ganz anderer Wind. Ich bin gespannt, wie das gegen die anderen Teams wird. Weil ich habe jetzt eigentlich den Dynamo Kiew als nicht so, also im Vergleich zu Spurs und Galatasaray schätze ich die nicht so schwer ein, aber offensichtlich haben wir auch hier unsere Probleme. Jongwa, Ferry auf der Außen, warum immer noch? Der sollte eigentlich in der Mitte sein. Naja, vielleicht kriegen wir nochmal die Chance, zumindest auf ein Anschlusstor Jongwa. Aber das ist dann auch nur Ergebniskosmetik. Das wird dann im Ergebnis nichts mehr ändern. Das Spiel werden wir verlieren. Vielleicht machen wir noch unser erstes Tor international. Fragt sich nur wer. Wenn da jeder Spieler von Kiew vorsteht, wie soll da jemals ein Ball durchkommen? Das wird auch in den nächsten Spielen sehr, sehr schwer. Verdient die Niederlage in Kiew, muss man einfach so sagen. Bis auf den Lattenschuss von Paul Wanner. Wenn du da halt mal 1-0 in Führung gehst, dann sieht das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders aus. Aber war nicht so. 2-0 verloren, ist kein Beinbruch. Wir machen weiter. Wir haben noch viele, viele Spiele zu spielen. Hier haben wir auch noch ein paar Ergebnisse. Molde, ja, einer unserer Gegner, verliert auch bei Braga. Newcastle verliert bei Sevilla. Also, wie gesagt, um den Titel werden wir ja nicht mitspielen. Das ist jetzt einfach mal
8 Spiele genießen, alles raushauen und gucken, was halt am Ende bei rumkommt. Also letzter will ich auch nicht werden. Wir gucken gleich nochmal auf die Tabelle der Euroleague. Jetzt geht es dann weiter in Bremen. Ja, haben wir auch letztes Jahr gewonnen, ganz knapp 3-2. Schauen wir mal hier, Analyse. Wie hat Bremen bislang gespielt? Die scheinen auch nicht so gut reingekommen zu sein. Nur ein Sieg aus den letzten 5 bzw. 4 Spielen. 2 Niederlagen, eine Unentschieden und ein Fragezeichen. Ja, wahrscheinlich, weil sie noch nicht 5 Spiele hatten. Ist ja klar. So, wen haben die? Haben die irgendwie ein neues? Ja, Fuchs, Tuta spielt mal wieder. Der Fuchs-Innenverteidiger ist auch mal gefährlich. Wie gesagt, diese unechten Gesichter. Das deutet meistens auf gute Jugendspieler hin. So, oh, Deutschland. Deutsche Nationalmannschaft möchte mich übernehmen. Das muss ich mir aber mal überlegen. Oha. September 26, aber wir haben leider kein großes Turnier mehr, ne? Sonst würde ich sagen, ich übernehme das mal. Na, ich zögere nochmal. Also, wenn Deutschland schon anfängt, muss ich das eigentlich annehmen. Also, viel besser wird es ja nicht für meine Verhältnisse im Prinzip. Was haben wir hier in Deutschland noch für Talente? Gut, Finley Buckley ist jetzt zu Ende gescoutet. Hier, die lasse ich auch weiterhin beobachten. Joshua Herrmann, wie gesagt, das sind jetzt hier freie Spieler, neu generierte Spieler wahrscheinlich. Na gut, also Bundesliga sieht so aus. Die Bayern sind 15. Die haben jetzt mal ein Spiel gewonnen. Gegen, wo sind sie denn? Gegen Freiburg zu Hause. Aber dass die 15. sind. Vor den beiden Hamburger Clubs und Heidenheim, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also wir stehen vor den Bayern. Das heißt, so schlecht ist die Saison gar nicht. Bislang bei uns. Leipzig marschiert vorne weg. Sind bislang punktlos auf Platz 1. Und hier sind wir, ja gut, leider letzter. Also, nach dem ersten Spieltag. 36. mit Linz, Helsinki. Ihr seht, die halbe Truppe oder die halbe Liga hat hier verloren. Das ist halt jetzt durch dieses neue System ein bisschen anders geworden. Ja, dass man nicht 2 Spieltage vor Gruppenende zum Beispiel schon die Sieger oder die Mannschaften, die weitergekommen sind, dass sie feststanden. Ja, dass man das da schon wusste. Hier ist bis zum Schluss spannend. Ich glaube, dass sogar in echt auch am vorletzten und sogar am letzten Spieltag noch hier große Tabellensprünge drin sind, auf jeden Fall. Ja, also raus aus den Playoffs oder von den Playoffs rein ins direkte Weiterkommen. Das ist dann doch eine gute Sache an dieser Umstellung. Klar, mehr Spiele, aber vielleicht auch mehr Spannung. Wir werden es sehen. Ihr seid wieder mit dabei in Bremen und dann hoffe ich auf ein besseres Spiel. Ich werde nochmal ein bisschen an seiner Taktik verändern und dann schauen wir, was bei rumkommt. Macht's gut. Ciao, ciao.